Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pure Morning Session heute. Mein Name ist Swantje, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und zuschaust und mitmachst. Und ich komme gerade von einem intensiven Retreat-Wochenende zurück, das ich selber mit der lieben Sonja, einer guten Freundin, zusammen gehalten habe. Und ich habe für mich wieder festgestellt, auch selbst wenn ich dort als Raumhalterin bin, wie viel mir so ein Retreat gibt und wie viel es innerlich noch einmal bewegen kann und wie kraftvoll es sein kann. Und auch für mich, was da noch einmal wieder angestoßen wurde, was für Themen auch für mich noch einmal wieder sich gezeigt haben. Und ein Thema davon ist auch für mich dieses Thema von Präsenz und dieses von weniger ist mehr. Und das gilt vor allem für mich ganz besonders dafür, dieses weniger im Außen sein und wieder mehr bei mir landen, mehr bei mir ankommen und wirklich spüren, was da ist. Und vielleicht resoniert das mit dir auch, vielleicht ist das stimmig für dich, vielleicht ist es auch dieses Thema von weniger tun und dafür das, was man tut, sehr viel bewusster und sehr viel präsenter und im Endeffekt damit von meinem Empfinden aus auch in einer höheren Qualität zu tun. Und ja, vielleicht stimmt das für dich auch oder ist stimmig, dann lass das gern die Einladung für die heutige Praxis sein. Und vielleicht hast du aber auch ein anderes Thema mitgebracht, was dir gerade am Herzen liegt, was gerade Raum einnimmt in deinem Leben. Vielleicht ist da eine Qualität oder ein Anteil von dir, den du auch wieder mehr einladen möchtest, dem du mehr Raum geben möchtest in deinem Leben, in deinem Alltag. Dann lass auch das herzlich gern Fokus deiner heutigen Praxis sein. Und dann ruckel dich hier noch einmal zurecht, zieh gerne ein wenig die Sitzbeinhöcker unter deinem Gesäß, nicht die Sitzbeinhöcker, die Muskulatur unter deinem Gesäß zurück, sodass deine Sitzbeinhöcker sich gut erden können. Und lass deine Wirbelsäule sich noch einmal aufrichten. Vielleicht schlängelst du dich so ein bisschen von links nach rechts, um die Wirbel aufeinander auszurichten. Und lass deine Scheitelkrone als höchsten Punkt nach oben streben. Nimm mit dem Einatmen nochmal deine Schultern weit zu deinen Ohren hoch und lass sie mit dem Ausatmen nach hinten unten gleiten, deinen Rücken herab. Und finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß. Und wenn es sich heute gut für dich anfühlt, dann schließ hier gerne deine Augen oder lass deinen Blick weich auf die Erde fallen. Und um hier zu landen, starten wir mit 3 tiefen gemeinsamen Atemzügen. Atme dafür ein durch deine Nase, füll Bauch und Brustkorb ganz mit neuer Luft. Atme vollständig lösend aus über deinen Mund. Gern mit einem Seufzer, einem Klang. Tief ein durch deine Nase und lösend aus. Noch einmal so tief ein. Saug noch ein wenig mehr Luft ein und noch ein wenig mehr. Und dann halte hier am höchsten Punkt deines Einatems in dieser Pause. Lass dort noch einmal Weichheit und Weite entstehen, wo du gerade noch hältst. Vielleicht ist es der Bauch, Beckenboden, Stirn, Kiefer. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Lass dich mit diesem letzten Ausatmen sinken in deinen Sitz. Lande und komm an. Und erlaube deinem Atem für den Moment seinen ganz natürlichen Rhythmus zu finden, sanft ein und aus. Durch deine Nase. Nimm den Kontakt deines Körpers mit der Erde wahr, wo deine Beine und Füße, dein Po in Verbindung mit dieser sind. Dann kannst du dich mit dem Ausatmen hier noch ein bisschen schwerer in sie hineinsinken lassen, als würdest du dich in so ein ganz gemütliches Sofa, in einen ganz gemütlichen Sessel hinein sacken lassen
ohne dabei deine aufrechte Haltung zu verlieren. Dann kann deine Wirbelsäule vielleicht noch ein wenig wachsen. Ein wenig Raum zwischen deinen einzelnen Wirbeln entstehen. Nimm die Geräusche um dich herum wahr. Vielleicht außerhalb deines Raumes. Vielleicht bei dir an dem Ort, wo du praktizierst. Im Raum. Und dann werde ein wenig feiner. Zieh deine Aufmerksamkeit noch mehr zu dir. Und nimm einmal die Geräusche wahr, die dein Körper macht, die vielleicht gerade in dir selber wahrnehmbar und hörbar sind. Da ist vielleicht ein Bauchgluckern, ein Geräusch des Stoffes auf deiner Haut, während du atmest. Das Geräusch deines Atems selbst. Vielleicht sogar das sanfte Schlagen deines Herzens in deiner Brust. Nimm wahr, wie du heute hier bist, mit welchen Themen, mit welchen Gedanken, mit welchen Emotionen. In dem Wissen, dass alle ihre Berechtigung haben, da zu sein, und dass du daran nichts zu ändern brauchst in diesem Moment. Dass du einfach wahrnehmen darfst, was jetzt gerade ist. Und vielleicht ist da ein Thema, eine Qualität, die sich zeigt, die mehr in dein Leben Einzug halten möchte, die du dir vielleicht auch wünschst. Und dann lass dies dein Fokuspunkt, deine Intention für heute sein. Atme noch einmal tief, tief ein durch deine Nase. Füll deinen Herzraum mit Weite, mit Luft. Füll deine Intention mit Weite, mit Luft, mit Leben, mit Prana. Und atme lösend aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden. Und dann kannst du deine Augen geschlossen halten oder sie sanft aufblinzeln, was immer sich jetzt gut anfühlt. Mit dem nächsten Einatmen lässt du deinen Blick nach oben Richtung Decke kommen, deinen Nacken, Kopf in den Nacken fallen. Und ausatmend, Blick Richtung Erde, Kinn zum Brustkorb. In Verbindung mit deinem Atem einatmen. Lass den Kopf nach hinten sinken, wie so ein Ja. Die Ja-Bewegung und ausatmen, Kinn zum Brustkorb. Mach das noch so 3-4 Mal in deinem Atemrhythmus. Bleib gerade dabei in deiner Brustwirbelsäule, in deiner Lendenwirbelsäule. Und der Nacken beginnt sich hier ganz sanft zu bewegen. Und schau wirklich, wie tief möchtest du da heute Morgen gehen? Oder vielleicht praktizierst du auch heute Abend. Was fühlt sich da jetzt gerade gut an? Wie groß oder klein darf diese Bewegung für dich heute sein? Das nächste Mal, wenn du mit dem Kinn auf dem Brustkorb gelandet bist, heb mit dem Einatmen deinen Blick wieder in die neutrale Position und ausatmen, dreh deinen Kopf nach rechts, Kinn parallel zur Erde. Einatmen, lass den Blick wieder nach vorne kommen
Und ausatmen, Blick über die linke Schulter nach links. Einatmen wieder zur Mitte. Ausatmen nach rechts. Mach auch das noch ein paar Mal in Verbindung mit deinem Atem. Nimm wahr, ob das sich auf beiden Seiten gleich anfühlt oder ob da Unterschiede zwischen der linken und rechten Seite sind. Dein Bewegungsradius hier gleich ist auf beiden Seiten oder verschieden. Wenn du das nächste Mal links warst, mit dem Einatmen wieder nach vorne kommst, dann lass mit dem Ausatmen dein rechtes Ohr zur rechten Schulter fallen. Gib deiner linken Schulter nochmal ganz bewusst den Impuls, noch ein wenig schwerer Richtung Erde zu sinken, sodass die Dehnung in deine linke Halsseite, in den linken Nacken hineinwandern darf. Atme hier tief in deinen Bauch ein und aus. Dann kann hier auch nochmal dein Kiefer weicher werden. Vielleicht öffnen sich deine Lippen leicht, deine Zunge entspannt sich noch einmal in deinem Gaumen. Vielleicht ist da das Bedürfnis zu schlucken oder zu gähnen, tiefer auszuatmen. Atme hier aus. Einatmend, heb deinen Kopf wieder in die neutrale Position und ausatmen, lass dein linkes Ohr zur linken Schulter fallen. Erlaub deiner rechten Schulter nochmal schwerer zu werden, vom Ohr wegzusinken. Atme tief. Wenn da mit dem Ausatmen ein Seufzen ist, dann lass auch das gerne geschehen. Wie kannst du auch hier in diesem Halten zurückfinden zu deiner Intention, vielleicht diesem Thema von bei dem, was du tust, bewusst bleiben, präsent bleiben. Mehr wieder bei dir landen. Atme hier noch einmal aus und dann einatmend heb deinen Kopf wieder in die neutrale Position. Ausatmen, lass dein Kinn zum Brustkorb kommen, Fingerspitzen gern geerdet in die Matte oder den Boden. Einatmen, roll dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Lass den Kopf über hinten kreisen mit dem linken Ohr zur linken Schulter. Ausatmen, Kinn zum Brustkorb. Beginn diese Nackenkreise in deiner Geschwindigkeit in Verbindung mit deinem Atem zu drehen. Noch 3 Runden in diese Richtung. Und spür wirklich rein, was kannst du hier wahrnehmen? Welche Empfindungen, welche kleinen Geräusche deines Nackens. Bei mir ist da so ein leises Knirschen, ein Knistern. Ausatmen, lass dein Kinn auf deinen Brustkorb wieder sinken. Und einatmen, dreh zur anderen Seite. Linkes Ohr zur linken Schulter. Kopf über hinten, rollend mit dem Ohr zur rechten Schulter. Kinn zum Brustkorb. 4 Runden noch hier in deinem Atemrhythmus. Langsam, genüsslich. Ganz achtsam mit dir selber. Wenn du das nächste Mal mit dem Kinn auf dem Brustkorb landest, dann heb einatmend hier wieder deinen Blick.
Und setz dich einmal in die Mitte deiner Matte. Du kannst dir gerne eine Decke unter deinen Po legen, schön flach, wenn es ein bisschen weicher sein darf. Und guck, dass du hinter dir genug Raum hast, um gleich abzurollen auf die Erde. Aber wir bleiben erstmal noch mal hier. Stell einmal die Hände hinter dir auf, Knie Richtung Decke zeigen, Füße mattenweit. Und dann einatmen, zieh nochmal deine Schulterblätter zusammen, heb dein Herz. Und wenn das mit den Handgelenken unangenehm ist, du kannst ja auch auf Fäuste kommen. Schau mal, was für dich da passt. Vielleicht schaust du Richtung Decke. Atmest hier aus. Und dann atme ein. Und ausatmen, lass beide Knie nach links fallen. Füße bleiben mattenweit, rechte Po-Hälfte hebt sich von der Erde ab. Einatmen, komm mit den Knien wieder nach oben und ausatmen, lass die Knie nach rechts fallen. Mach auch das in deinem Atemrhythmus. Einatmen, Knie Richtung Decke. Ausatmen zur Seite. Für ein paar Runden. Und spür rein, wie fühlt sich dieses Rollen über deinen Po, über die Hüfte an. Die Dehnung in deinen Seiten. Wo ist da Weite, wo ist Enge? Wo kannst du noch tiefer einatmen? In welche Region hinein? Und wenn du das nächste Mal mit den Knien nach rechts gefallen bist, dann halte hier für 2 Atemzüge tief ein. Komm gerne auf die Fingerspitzen der linken Hand, wenn du auf der Handfläche warst. Atme aus. Noch einmal ein, zieh die Schulterblätter zusammen, streck dich. Und aus. Einatmen, bring beide Knie wieder Richtung Decke. Und ausatmen, beide Knie fallen nach links. Bleib auch hier für 2 Atemzüge. Heb dein Herz noch einmal. Sehr gut. Einatmen. Bring die Knie wieder Richtung Decke. Stell die Füße hüftbreit auf. Du kannst gerne auf den Händen bleiben oder kommst auf die Fäuste. Und dann bring einmal deine rechte Ferse auf deinen linken Oberschenkel, knapp unter deinem linken Knie. Du kannst mit dem Fuß ein bisschen weiter nach vorne wandern, sodass du mehr Raum hast. Und zieh die Zehenspitzen vom rechten Fuß einmal Richtung rechtem Schienbein, Richtung rechtem Knie ran. Und dann streck auch hier nochmal deine Wirbelsäule, werde lang. Und wenn du mehr möchtest, kannst du entweder den Fuß näher zum Po wandern oder du wanderst mit deinen Händen näher zu deinem Gesäß. Schieb das rechte Knie von dir weg mit Muskelkraft, sodass du eine Dehnung in der rechten Hüftaußenseite spüren kannst. Und es ist wirklich ganz egal, wo du hier bist, wie weit der Abstand von deinem Oberkörper zu deinem Fuß ist, zu deinem Oberschenkel. Es geht einzig und allein darum, dass du schön lang im Rücken bleibst und dass du eine Dehnung in der rechten Hüftaußenseite spürst. Vielleicht bis hinein in die rechte Oberschenkelaußenseite. Dann schau mal, wie es ist, wenn du hier so leichte links-rechts Wiegebewegungen von deinen Beinen entstehen lässt. Atme weiter. Noch einmal tief ein. Mit dem Ausatmen stellst du den rechten Fuß wieder auf. Nimmst dir deinen linken Fuß, deinen linken Knöchel auf deinen rechten Oberschenkel, wirklich knapp unterhalb vom Knie, da wo der Oberschenkelmuskel noch ist, wo es noch weich ist. Und guck, dass der Fuß ein bisschen über deinen rechten Oberschenkel nach rechts rüberhängt. Flex wieder den oberen Fuß, Zehenspitzen Richtung Knie. Und dann schaff auch hier Länge im Rücken. Zieh die Schulterblätter zusammen, heb dein Herz. Und schau, ob du noch weiter mit dem Fuß zum Po wandern möchtest. Oder vielleicht mit den Händen weiter Richtung deinen Sitz, Richtung Po. Und dann lass dein linkes Knie auch hier wieder weg sinken zur Erde hin und spür die Dehnung. Noch für 3, 4 tiefe Atemzüge. Atme noch einmal tief ein, heb dein Herz.
Und ausatmen, gib dir wieder Raum, dass du deinen Fuß aufstellen kannst, hüftbreit neben den anderen. Guck nochmal, dass du weiterhin in der Mitte deiner Matte bist und dann einatmend, ich muss mal eben meinen Tee hier wegstellen, nicht, dass ich den gleich umstoße. Einatmend, heb deine Hände auf Schulterhöhe und dann wirklich Wirbel für Wirbel, ganz bewusst, beginnst du dich abzurollen Richtung Erde. Dein unterer Rücken kommt zur Matte, die Lendenwirbelsäule, die mittlere Wirbelsäule. Du schaust noch nach vorne zu deinen Händen, Schultern und Nacken noch gehoben. Ganz langsam lässt du die Brustwirbelsäule auf die Erde sinken, Wirbel für Wirbel. Und als allerletztes dein Hinterkopf, ziehst nochmal die Knie zum Brustkorb ran, gibst dir eine große Umarmung, schaust, ob du in Stille hier liegen möchtest oder so ein bisschen von links nach rechts schaukelst. Und kannst du hier dein Steißbein, deinen Po noch schwerer Richtung Erde sinken lassen, ohne dass deine Schultern abheben, dass dein Kopf abhebt. Nimm dir noch 2, 3 tiefe Atemzüge. Tief ein, lass deinen Bauch sich gegen deine Oberschenkel auswölben. Spür, wie sich das anfühlt, diese Enge, die hier entsteht. Gleichzeitig dieses Gehaltensein. Gut. Und dann bring einmal deine Hände auf deine Kniescheiben und lass deine Knie nach rechts und links fallen und beginn Kreise mit deinen Knien zu ziehen. In entgegengesetzten Richtungen das linke und das rechte Knie, so als würdest du, ich finde, das ist wie so Kochlöffel, die im Topf rühren, als würdest du mit 2 Löffeln gleichzeitig in dem gleichen Topf rühren, aber in entgegengesetzte Richtungen. Lass deine Füße ganz locker hängen, die Unterschenkel locker hängen. Und kreis hier deine Oberschenkel, deine Knie. Gut. Dann geh einmal in die andere Richtung. Nimm wahr, wie sich diese Veränderung der Drehrichtung anfühlt. Wo spürst du die Auflagepunkte deines Körpers mit der Matte, mit der Erde? Und in welchem Bereich deines Körpers spürst du diese Bewegung am meisten? Und wie fühlt sie sich an? Okay. Noch eine Runde hier. Und dann stell die Füße auf die Erde, bring die Arme einmal über deinen Kopf, sodass die Handrücken in der Erde sind. Streck deine Beine aus und zieh dich hier in die Länge. Vielleicht magst du mit einer Hand das andere Handgelenk greifen, vielleicht greifst du abwechselnd mit den Händen nach oben und schiebst eine Hüfte von dir weg Richtung Fußende, dann die andere, räkelst dich hier richtig. Wie kannst du dich noch länger werden lassen? Und vielleicht ist da nochmal ein Seufzen, was kommen möchte mit dem Ausatmen. Kannst du bis in die Finger und Zehenspitzen dich hier auseinanderziehen, auseinanderstrecken. Gut. Dann stell deine Füße noch einmal mattenweit auf. Lass die Handrücken auf der Erde liegen, aber zieh deine Ellenbogen auf Schulterhöhe. Dass, wenn du jetzt zu deinen Oberarmen guckst, dass deine Oberarme in Verlängerung deiner Schulter liegen, Ellenbogen auf der gleichen Höhe wie deine Schultern und deine Unterarme sind im 90-Grad-Winkel nach oben geklappt zu deinem Kopfende. Die Hände liegen weiterhin auf der Erde auf, wie so Kaktusarme oder ein Footballtor. Und dann atme hier ein, Füße sind mattenweit und ausatmen, lass beide Knie nach rechts fallen. Scheibenwischer auch hier. Einatmen, komm mit beiden Knien wieder Richtung Decke und ausatmen, lass beide Knie nach links fallen. Mach das in deinem Atemrhythmus. Einatmen, die Knie Richtung Decke und ausatmen, sie fallen zu einer Seite. Und vielleicht hast du es eben gehört, meine Hüfte hat einmal geknackt. Lausch auch auf die Geräusche, die dein Körper dabei macht, die du wahrnehmen kannst. Wie fühlt sich diese Bewegung an? Ist das angenehm? Ungewohnt?
vielleicht sogar unangenehm. Kannst du hier etwas spüren oder ist da vielleicht auch irgendwo kein Gefühl? Nimm wahr. Bleib in deiner tiefen Bauchatmung hier. Okay. Dann komm mit den Knien wieder Richtung Decke. Zieh die Beine noch einmal zum Oberkörper ran. Umarm dich hier noch einmal selbst. Spür kurz nach. Und dann lass die Knie nach links und rechts fallen. Greif einmal mit deinen Händen zwischen deinen Beinen durch und greif dir mit deinen Peacefingern die großen Zehen. Peacefinger, das sind der Zeigefinger und der Mittelfinger. Und der Daumen greift auch um den Zeh rum. Und dann lass die Fußsohlen zueinander kommen, Knie sich nach rechts und links öffnen, in so einen Schmetterling hier im Liegen. Ruckel dich erstmal zurecht, guck, wie sich das anfühlt. Sollte sich das für dich nicht schön anfühlen oder doof anfühlen, du kannst auch um die Schienbeine oder Knie drumherum greifen. Probier dir das gerne aus. Wenn du deine Zehenspitzen gegriffen hast und dich da reingeruckelt hast, dann beginne hier einmal der Länge nach auf deiner Wirbelsäule vor und zurück zu rollen, auf der Länge der ganzen Matte, sodass du immer von deinem Schulterbereich, vom Kopf hochrollst in einen Sitz in diesem Schmetterling. Und mach das ein paar Mal. Kannst du auch hier wieder wirklich über deine gesamte Wirbelsäule rollen. Wenn du die Hände auf den Knien stattdessen hast, dann rollen wir genauso vor und zurück. Noch für ein paar Mal. Das Einzige, wo du darauf achten darfst, ist, dass du nicht von deiner Unterlage runterrollst, sodass es nicht unangenehm für dich im Rücken wird. Ansonsten großes Vor- und Zurückrollen oder vielleicht auch nur ein kleines. Aber erlaub dir hier ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu forschen in dieser Bewegung, die du vielleicht als Kind so oft gemacht hast. Noch für 3 Mal roll hier vor und zurück. Und das nächste Mal, wenn du oben angekommen bist, landest du hier in deinem Sitz. Wenn du die Zehen noch gegriffen hast und im Schmetterling bist, wunderbar. Ansonsten, wenn du hier mit den Füßen auf der Erde gelandet bist, bring einmal deine Fußsohlen zueinander, die Knie auseinander und dann entscheide dich hier, wie du deine Füße greifen möchtest, wie viel Abstand du brauchst von deinen Fersen zu deinem Schritt. Vielleicht lässt du ihn ein bisschen größer rein. Vielleicht bleibst du mit deinen Fingern um deine Zehen. Vielleicht machst du dir ein Körbchen mit deinen Händen um deine Füße. Vielleicht greifst du an dein Knöchel. Egal wo du bist, mit dem Einatmen zieh dich nochmal in die Länge. Lass die Schulterblätter, deinen Rücken herabsinken, zueinander kommen. Atme tief ein. Und mit dem Ausatmen beginnst du dich mit geradem Rücken so weit nach vorne zu lehnen, wie es heute für dich stimmig ist. Und dann kannst du deine Hände hier nach vorne in die Erde wandern, dich nochmal mit den Händen ein bisschen zurückschieben in deinen Sitz, ohne die Länge im Rücken zu verlieren. Und vielleicht möchtest du hier verweilen. Vielleicht möchtest du auf die Unterarme kommen. Vielleicht hast du auch einen Block oder ein Buch in der Nähe, das du dir unter deine Stirn bringen möchtest. Ganz egal, wo du bist, bleib hier für ein paar Atemzüge in der Stille, im Nachspüren, in der Unbeweglichkeit. Tiefe Atemzüge in deinen Bauch, bis in deinen Sitz hinein, in deinen Schoß hinein. Kannst du deinen Bauch hier noch einmal weicher werden lassen, deinen Beckenboden sich lösen lassen. Und ist da vielleicht auch noch Raum, dass sich deine Zahnreihen mehr voneinander entfernen, deine Lippen sich leicht öffnen, deine Zunge sich noch einmal weich und breit in deinem unteren Gaumen ausrollt. Und auch der Raum hinter deiner Stirn entspannt und weich.
Noch für 3 tiefe Atemzüge hier. Egal wo du bist, bring einmal deine Handflächen in die Erde, wander ganz langsam mit deinen Händen näher wieder zu deinen Füßen, richte dich auf, bring deine Hände an die Außenseiten deiner Knie, wie ein Buch, klapp deine Beine ganz sanft wieder zueinander. Überkreuz einmal die Unterschenkel, finde in einen aufrechten Sitz zurück, einen Sukhasana, den einfachen und stabilen Sitz. Bring noch einmal deine Hände hier vorne um deine Schienbeine drumherum oder auf die Knie und einatmen, lass Bauch und Brustkorb nach vorne kommen. Ausatmend, Runde hier, schau zum Nabel. Einatmend, beug die Ellenbogen, zieh deinen Bauch und Brustkorb durch deine Arme durch, vielleicht guckst du zur Decke. Und ausatmend, Kinn zum Brustkorb, Runde. Noch einmal einatmend, richte dich hier auf, werde lang, werde weit in deiner Körpervorderseite. Und ausatmend, schaff Weite in der Körperrückseite im Rücken. Einatmen, komm nach oben, bring die Hände auf deine Knie, lass den Bauch und Brustkorb nach vorne kommen und drehe noch einmal 3, 4 Kreise über die eine Oberschenkelseite zurück. Runde, einatmend, über die andere Seite nach vorne. Nimm einmal wahr hier noch, wie fühlst du dich jetzt gerade? Wie fühlt sich dein Sitz bei diesem Rollen an, dein Becken, deine Hüften, deine Körpermitte, dein Herzraum, deine Schultern und Arme, dein Kopf. Wenn es sich für dich stimmig anfühlt, dreh einmal in die andere Richtung. Ganz genüsslich, in Verbindung mit deinem Atem. So kleine oder große Bewegungen wie heute Morgen für dich stimmig sind. Super gut. Und du darfst es wirklich genießen. Wenn sich gerade kleine Bewegungen gut anfühlen, dann mach die. Wenn du hier richtig tief reingehen möchtest, dann ist auch das total fein. Noch 2 Runden hier. Vielleicht ist da noch ein Summen oder ein Seufzen mit dem Ausatmen. Und dann lass die Bewegung kleiner und kleiner werden. Lass die Kreise kleiner und kleiner werden. Richte dich auf. Vielleicht ist es so ein winziges Nachschwingen, das von außen gar nicht sichtbar ist. Eine winzige innere Spiralbewegung, die noch verbleibt für einen Moment. Und dann lass auch diese ausklingen. Lande in der Stille. Hände entspannt auf deinen Oberschenkel oder im Schoß. So wie sie gerade gefallen sind, wie es angenehm für dich ist. Mit dem Ausatmen sink noch einmal schwerer in die Unterlage unter dir. Und lass auch deine Schultern noch einmal weich, deinen Rücken herabgleiten. Ganz sanft und liebevoll vom Gewicht deiner Ellenbogen und der Schwerkraft gezogen. Dein Kinn parallel zur Erde, sodass dein Nacken lang bleiben darf. Und dann nimm dir hier noch 1, 2 Minuten in Stille, um nachzuspüren, den Effekten dieser sanften Yoga-Praxis, diesem bewussten und sanften Einchecken mit dir selber. In Verbindung mit deinem Atem. Und wenn du möchtest, dann zähle hier gerne mit deinem Einatmen bis 5 tief in den Bauch hinein. Und mit dem Ausatmen bis 7, sodass dein Ausatmen einen Ticken länger ist als dein Einatmen. Und schau da, ob 5 und 7 passt oder lieber 4 und 6.
Mach das für dich in Stille, in Verbindung mit Fokus auf deinen Atem bleibend. Dann atme wieder tiefer ein und aus. Lass mit dem nächsten Einatmen noch einmal deine Hände weit über die Seiten über deinen Kopf kommen. Handflächen berühren sich. Und ausatmen, zentriere dich, zieh die Hände, die Daumen vor dein Herz, vor dein Brustbein. Schieb noch einmal dein Brustbein gegen deine Daumen, nimm Kontakt zu dir auf. Spür für einen Moment den Herzschlag gegen deine Daumen, die eigene Bewegung deines Brustkorbs beim Atmen gegen die Daumen. Deine eigene Wärme, deine eigene Lebendigkeit. Und dann komm für einen Moment hier noch zu deinem Fokus, zu deiner Intention zurück. Vielleicht dieses Thema von weniger ist mehr, von weniger tun, dafür das, was du tust, aber bewusst und mit Intention und mit Achtsamkeit dir und anderen gegenüber. Und so das Laute, das manchmal Chaos im Alltag für dich im Inneren ein wenig leiser, ein wenig ruhiger werden zu lassen. Und auch wenn es nicht leicht ist und mir immer wieder auch Herausforderungen bietet und schwierig für mich ist, dann wünsche ich doch uns allen, dass wir das immer mehr schaffen, dass es uns immer besser gelingt, uns wieder so auf das zu fokussieren, was wirklich relevant ist, was wirklich wichtig ist, was uns wirklich gut tut, indem es uns gut tut, auch sich positiv auf unser Umfeld, auf die Menschen und Lebewesen und die Natur um uns herum auswirken kann. Dann atme hier noch einmal tief ein. Lösend aus, mit Seufzen gerne. Neig deine Stirn zu deinen Fingerspitzen. Schenk dir selber ein Lächeln. Verbeug deinen Geist und Verstand vor deinem Herzen. Und auch ich verneige mich vor dir. Und sage Namaste. Danke, danke, danke. Komm ganz langsam wieder an, orientiere dich bei dir im Raum. Vielleicht schaust du aus deinem Fenster oder auf etwas in deinem Raum, was du
schön findest, was dir etwas bedeutet. Schenk diesem Gegenstand oder vielleicht auch dem Baum draußen vom Fenster einen Moment der Wertschätzung und der Achtsamkeit. Und genau, dann wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag, egal ob es noch viel von dem Tag hat oder wenig. Und ja, vielleicht kannst du wirklich hiervon ein bisschen was mit in den Alltag tragen. Und wir sehen uns immer am Dienstags um 9 hier live. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst. Und ich sehe gerade, da kommt eine Frage rein. Okay. Das ist auch ein gutes Thema fürs nächste Mal. Da fragt eine von euch für ein paar Übungen für die Füße, für die Fußsohlen, ob wir das noch mehr machen könnten. Und ja, total wichtig. Da laufen ganz viele Energiemeridiane lang. Ich schaue mal, dass wir da beim nächsten Mal was machen. Genau. Ich danke euch fürs Zuschauen. Alles Liebe. Lasst es euch gut gehen. Danke.